Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zuallererst fangen wir mal mit den News an. Und zwar gibt es jeden Tag jetzt bis zum 13. Geburtstag von Shakes and Fidget überall auf deren Social Media Kanäle immer irgendwo anders einen Pilzcode. Gibt es dazu verlosen, beziehungsweise kann man da einlösen. Heute ist es dieser hier, ja. Und das wird jetzt so bis zum 13. Geburtstag von SF gehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt jeden Tag ein Code kommt oder alle 2 Tage, einmal die Woche. Ich weiß es nicht, SF hat ja auch bald Geburtstag, ne? Also von daher ist ganz nice. Und wir haben hier, diesen Code müsst ihr eingeben und wir haben hier, sieht man ja auch, so ein P, was hier so ein bisschen sich kristallisiert, sag ich mal so, ja. Das könnte nachher ein Gesamtwort ergeben oder so, wenn es mehrere Codes tatsächlich dann auch sind, die wir hier noch erwarten können. Ja, ist noch ein bisschen laut hier noch, nur auf 4 drehen hier. Ja, und keine Ahnung. Ich muss einfach mal, ich habe da so dran gedacht. Ich habe da so diesen Gedanken gehegt und gepflegt, ob das nicht sein könnte. Ich hatte damals eine kleine, so ein bisschen so einen kleinen Vorschlag zu einer Update-Politik beziehungsweise cooles Gimmick, was man so machen könnte, wie man die Updates besser präsentieren kann, wie sie spannender gestaltet werden können, wie sich da so vielleicht auch ein kleiner Hype vorentwickeln kann und so. Und eventuell lehne ich mich jetzt aber sehr weit aus dem Fenster, aber da habe ich so ein bisschen dran gedacht, ich hatte mal so weitergegeben gehabt, bei anderen Spielen wie zum Beispiel Clash Royale, Clash of Clans und so, die haben eigentlich eine ganz geile Update-Politik, die verbreiten überall auf ihren Social-Media-Kanälen so kleine Fetzen von dem Update und geben teilweise den Content-Creatern auch irgendwelche Buchstaben oder so oder kleine Puzzleteile von Bildern, die nachher ein Gesamtbild ergeben sollen, was die Community dann so zusammensetzt so ein bisschen und da dann nachher so ein Konstrukt, der dann draus entsteht und die Community vorher dann schon rätselt, was könnte das sein und so, ne? Und das habe ich mal so weitergegeben und so ein bisschen ist jetzt zwar nicht auf die Updates bezogen, aber so ein paar kleine Pilzcodes sind ja auch nicht schlecht. Ihr kriegt übrigens, glaube ich, 13 Pilze durch den ersten Code. Und solltet ihr auch relativ schnell einlösen, weil lange sind die wohl nicht gültig. Und es ist ja eine gewisse Ähnlichkeit da. So ein paar kleine Fetzen werden jetzt überall auf deren Social-Media-Kanäle verteilt. Ne? Und die Community kann dann so hier und da hingehen und die dann halt eben benutzen, rausfinden so, ne? Und durch diesen kleinen Extrabuchstaben dazwischen, das sind halt so eine kleinen Gimmicks, ja, da könnte eventuell noch ein Extra-Code drin versteckt sein oder so. Habe ich zumindest so ein bisschen dran gedacht. Wäre ganz cool, wenn man da in Zukunft so ein bisschen kreativer rangeht, anstatt die Sachen einfach nur so stumpf anzukündigen. Klar, kann man auch machen, da spricht jetzt überhaupt nichts gegen so, ne? Aber ich fände es ganz interessant, wenn man da auch so ein bisschen kreativer an die Sache rangeht. So, nice, den haben wir gelegt. Ist ja auch eine gute Waffe, aber Sockel ist natürlich, ohne Sockel ist natürlich auch doof, ne? Ich habe hier leider es heute fast gar nicht geschafft, meine Alu zu spielen hier großartig. Ihr seht schon, ich bin hier auf Stress aus hier mehr oder weniger. Ich habe nicht mehr so sehr viele Sand und ich meine, für heute reicht es noch, definitiv. Aber es ist heute schon ein bisschen stressig auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch alles schaffe. Trotzdem versuche ich hier noch ein bisschen so den Account weiterzuspielen, auch wenn es absolut nicht optimal ist so. Aber das ist einfach nur so ein bisschen, um hin und her zu testen. Einfach mal just for fun die Waffe rein. Mal gucken, ob das so viel mehr bringt, ob die Spanne vielleicht so entscheidend ist. Sie macht auf jeden Fall, würde ich fast sagen, gleich viel Schaden. Ich meine, die ist ja auch deutlich stärker, die Waffe. Ist aber halt eben kein Stein drin, so, ne? Das ist halt das Ding. Aber teilweise sehen die Versuche sogar besser aus als mit der Waffe hier, oder? Da muss ich ja gleich nochmal hier, das schmeckt aber wieder. Ihr seht, die Waffe ist tatsächlich entscheidend.
die Waffenspanne rechts raus plus der Durchschnittsschaden ist hier deutlich bedeutsamer als einfach nur eine Waffe mit einem Sockel drin. Die Waffe an sich scheint hier wohl, ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, aber optisch zumindest, scheint die Waffe alleine hier stärker zu sein ohne Sockel als diese hier mit Sockel. Auch interessant mal so zu beobachten so ein bisschen, ne? So, ja, ich skill hier einfach so ein bisschen rando-mäßig rein und gucken mal. Jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Wir können mal noch im ersten Dungeon gucken, wie es hier mit der neuen Waffe aussieht. Ja, nice. Sehr schön. Kriegen wir vielleicht sogar noch den Gegner danach hin, ist die Frage. Was habe ich hier eigentlich Oh, da haben wir den gerade gelegt. Ich wollte gerade gucken, was haben wir denn ausgerüstet. Da ist er auch schon down. Moin, was geht? Mir geht's gut heute. Dankeschön der Nachfrage. Und ja, so sieht das Ganze aus hier im Schneckenhaus. Jetzt sind wir ein bisschen höher vom Level. Jetzt lohnt sich natürlich auch die Alu wieder, ne? Ich muss hier sogar... Ich muss hier sogar heute im Video meinen heißen Kaffee trinken, weil es halt wirklich kurz vor knapp ist. Denn ich muss das Video hier auch im Vorhinein aufnehmen. Denn wenn ihr das sehen solltet, bin ich wahrscheinlich schon gerade in dem Moment um 15 Uhr oder wenn noch auf der Reise nach Berlin. Da ist, ich habe spontan ein Ticket bekommen zu einem Konzert und habe dann auch spontan tatsächlich dann auch frei bekommen. Ja, also für mich ist ein Kollege eingesprungen, wirklich, ich kann nicht krank machen und dann irgendwie... weiß ich nicht, woanders feiern gehen oder so, das kriege ich nicht mit meinem Gewissen vereinbart. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht für die Leute, die im Schichtsystem arbeiten. Deswegen ist dann noch ein Kollege eingesprungen. Ich meine, ich bin auch immer so für alle da, deswegen war das zum Glück auch kein Problem gewesen. Und deswegen, vielleicht sieht man ja da den einen oder anderen Halunken von euch da in Berlin, ne? Anhand meiner Statistiken sehe ich tatsächlich, dass relativ viele Leute von meinen Zuschauern in Berlin ansässig sind, ja? Könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, wo ihr so herkommt. Ich mache das mal ab und zu immer im Livestream und frage die Leute, ey, wo wohnt ihr eigentlich? Das ist immer ziemlich interessant. Manche wohnen auch teilweise so bei mir um die Ecke, muss ich sagen, ja. Nicht zu guter Letzt den Chris, den Ignil, ne? Der ja wirklich nur ein paar Straßen von mir weiter wohnt hier. Einer der levelhöchsten Shakes & Fidget Spieler und einer der, ich sag mal, aktivsten Shakes & Fidget Let's Player so. Wohnen einfach ein paar Straßen auseinander und wussten davon teilweise jahrelang gar nichts, ne? Also so klein ist die Welt und so groß kann der Zufall sein, ne? Zufall oder Bestimmung? Wer weiß das schon? So, tut mir leid, dass ich euch heute hier mit meinen heißen Kaffee hier belästigen muss, aber geht leider nicht anders, ne? Ich denke mal, ist nicht allzu schlimm. Die nächsten Tage sehen wir definitiv noch ein bisschen was hier vom Barbier, ne? Keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt einfach so, scheiß drauf. Und ja, das Item war besser gewesen, aber war Ausdauer. Und deswegen werden wir da auch definitiv, solange die Pilze da sind, werde ich hier noch ein bisschen Gas geben. Oh, shit. Ich habe hier noch nicht mal irgendwie irgendwas ausgebaut hier. Also da habe ich auch, Teilschutztaktik, da hier wirklich gar keinen Bock drauf, ne? Also das lasse ich ja komplett an mir vorbeischwinden hier, ne? Das könnt ihr vergessen, dass ich das hier mache auf dem Server. Nee, dafür spiele ich hier viel zu lazy, viel zu viel aus Just for Fun mäßig. Aber was wir noch machen können, das hätte ich fast vergessen, sind hier noch die Angriffe. Da können wir noch ein paar von machen hier, dass wir auch die Daily XP natürlich hier mitsnacken. Das lasse ich mir natürlich als alter Feinschmecker hier auch nicht entgehen, ne? Übrigens kann man auch hier mit Tastatur steuern, ja. Super praktisch, falls man mal die Hand für was anderes braucht, ja, und nebenbei Arena-Kämpfe machen muss, Zwinker, ne? Ich meine, eine Hand frei zu haben, ist immer sehr nützlich. So sieht das Ganze aus im Schneckenhaus. Und, haben wir wieder ein bisschen was im Sammelalbum dazu bekommen. Dann sollte ich alles erledigt haben heute. Jawohl, doch noch geschafft. Dann bin ich aber jetzt auch raus. Ne? Leute, ich wünsche euch was. Ja. Und wenn es neue Codes auf jeden Fall gibt, werdet ihr die bei mir dann auch hier auf dem Kanal sehen. Ne? Also ich werde die dann auch zeigen. Mal schauen. Und wir müssen mal darauf achten, was das hier zu bedeuten hat. Ne? Werden wir sehen. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.